Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen leckeren Ravioli-Auflauf mit Thunfisch und Tomatensauce. Dafür als erstes eine mittelgroße Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken, außerdem 2 bis 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Danach eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für 2 bis 3 Minuten glasig darin anschwitzen. Wenn das erledigt ist, gebe ich einen gehäuften Esslöffel Tomatenmark dazu. Tomatenmark kurz unterrühren. Als nächstes 2 Teelöffel italienische Kräuter oder Pizzagewürz dazugeben. Außerdem 2 bis 3 Teelöffel Kapern. Ruhig auch etwas von dem Essigsud dazugeben. Und zum Schluss 250 ml Gemüsefond oder Fleischbrühe dazu gießen. Alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und dann geben wir die restlichen Zutaten dazu. 2 Dosen Thunfisch in eigenem Saft, den habe ich vorher kurz abtropfen lassen. Dann noch ca. 500 bis 600 Gramm Ravioli aus dem Kühlregal, 500 Gramm passierte Tomaten dazugeben, die Packung mit einem kleinen Schuss Wasser ausspülen, ebenfalls dazu gießen und danach alles kräftig mit Salz, frisch gemahlenem Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken. Einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können. Die Ravioli zum Kochen bringen, für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen und anschließend können wir die Ravioli mit Thunfisch-Tomatensauce umfüllen, in eine passende Auflaufform geben, gleichmäßig darin verteilen. Zum Schluss kommt noch geriebener Käse drüber. Ich habe hier geriebenen Gouda verwendet, insgesamt ca. 150 bis 200 Gramm. Und so geht der Ravioli-Auflauf zum Überbacken in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft bzw. 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten oder bis der Käse eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den fertigen Auflauf aus dem Ofen holen. So sieht er dann nach dem Backen aus. Für die Garnitur noch etwas gehackte Petersilie drüber streuen. Und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.